Wie viele der deutschen Zeiten kennst du wirklich? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video schauen wir uns alle deutschen Zeiten nochmal an. Nicht auf einem niedrigen Niveau, sondern wir machen es ein bisschen anspruchsvoller. Wenn du die Grundlagen des deutschen Tempos lernen möchtest, dann schau dir mein erstes Video dazu an. Außerdem habe ich dir eine schöne Übersicht über die Zeiten gemacht. Du bekommst sie in meinem kostenlosen Lernpaket. Der Link zum Download ist unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Wie viele Zeiten gibt es im Deutschen eigentlich? Es sind insgesamt 6. Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Auf die ersten beiden Zeiten gehe ich nur kurz ein, denn du bist ja schon auf einem höheren Niveau und beherrschst diese Zeiten im Schlaf, oder? Dennoch hier ein paar Infos zum Präsens. Damit kannst du nicht nur über das Jetzt, also die Gegenwart, sondern auch über die Zukunft, etwas ganz Allgemeines und sogar über die Vergangenheit sprechen. Zukunft. Nächstes Jahr möchte ich die C1-Prüfung ablegen. Wichtig, du brauchst hierfür eine Zeitangabe in der Zukunft. Allgemeines. Um die C1-Prüfung zu bestehen, muss man sich sehr gut vorbereiten. Oder mit einem Deutschkurs kommt man schneller an sein Ziel. Vergangenheit. Stell dir vor, was mir letzte Woche passiert ist. Da komme ich nichtsahnend nach dem Sport nach Hause und was sehe ich? Alle meine Freunde warten auf mich, weil mein Freund mir eine Überraschungsparty organisiert hat. Dieses historische Präsens macht das Erlebte interessanter und präsenter. Man findet es auch bei Witzen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Präteritum. Man benutzt es nur in der Vergangenheit, vor allem in schriftlichen und formellen Texten, also eher nicht in einer WhatsApp-Nachricht. Dennoch verwenden wir einige Verben auch beim Sprechen eher im Präteritum. Haben, hatte, sein, war. Die Modalverben, also können, konnte, dürfen, durfte und so weiter. Dann sagen wir eher, es gab statt es hat gegeben. Generell sind beide Zeiten korrekt. Im Deutschen ist das nicht wie im Englischen. Es kommt übrigens auch auf die Region und den Sprecher an. Manche benutzen mehr Präteritum, andere eben weniger. Und damit kommen wir auch schon zum Perfekt. Das nutzen wir nur für die Vergangenheit und es besteht immer aus 2 Verben, einem Hilfsverb sowie dem Partizip 2. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist der Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum relativ simpel. Es ist nicht wie auf Englisch oder Spanisch. Die beiden Zeiten sind von der Bedeutung her fast immer gleich. Sie werden nur in unterschiedlichen Situationen benutzt. Das Perfekt vor allem mündlich in informellen Situationen. Wir schauen uns mal einige besondere Verben im Perfekt an, nämlich doppelte Infinitive. Dazu gehören Modalverben. Die werden ja normalerweise im Präteritum genutzt, aber natürlich gibt es sie auch im Perfekt. Ich habe zur Schule gehen können, gehen müssen, gehen dürfen, gehen wollen, etc. Die doppelten Infinitive findest du auch bei den Verben sehen, hören und lassen. Ich habe dich kommen sehen. Du hast mich singen hören. Sie hat ihre Kinder zur Party gehen lassen. Es gibt eine Besonderheit im Nebensatz. Bei Verbformen mit 2 Infinitiven steht das konjugierte Verb, also das Hilfsverb, vor den beiden Infinitiven. Ich konnte nicht kommen, weil ich habe arbeiten müssen. Ich habe gesagt, dass ich dich habe kommen sehen. Hast du gefragt, warum sie ihre Kinder zur Party hat gehen lassen? Das machen vor allem Muttersprachler oft falsch, aber du nicht. Weiter geht's mit dem Plusquamperfekt. Auch das machen sehr viele Muttersprachler leider falsch. Ganz wichtig, das Plusquamperfekt kann nicht alleine stehen. Du findest es nur in Kombination mit einem Perfekt oder Präteritum. Diese Zeit ist dafür da, um etwas auszudrücken, das vor einer anderen Sache in der Vergangenheit passiert ist. Daher spricht man auch von Vorzeitigkeit. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Die Firma hatte das Projekt schon abgeschlossen,
als der Kunde plötzlich neue Anforderungen stellte. Kunde stellte Anforderungen in der Vergangenheit, aber das Projekt war davor schon fertig. Wir waren enttäuscht, weil die Veranstaltung abgesagt worden war. Die Absage kam vor der Enttäuschung. Nachdem wir die wichtigsten Fakten geprüft hatten, entschlossen wir uns, die Entscheidung zu verschieben. Erst Fakten prüfen, dann Entscheidung verschieben. Alles in der Vergangenheit. Das Signalwort nachdem findest du sehr oft mit dem Plusquamperfekt. Generell erzählen wir ja, was zuerst passiert ist und was danach kam, also chronologisch. Aber im Plusquamperfekt ist es genau andersherum. Nun sind noch 2 Zeiten übrig, nämlich das Futur 1 und 2. Das Futur 1 ist sehr vielseitig, du kannst damit nämlich nicht nur Zukünftiges ausdrücken. Deine Kollegin wird sich voraussichtlich noch heute bei dir melden. In den kommenden Monaten wird die Regierung neue Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Wir werden die Ergebnisse der Umfrage präsentieren, wenn alle Teilnehmer ihre Rückmeldungen abgegeben haben. Dann kannst du auch Versprechen geben. Ich werde morgen auf jeden Fall meine Hausaufgaben einreichen. Nächste Woche werde ich endlich mal den Keller aufräumen. Kennst du Prophezeiungen? Dein Vorschlag wird keinen großen Erfolg haben. Dieser Skandal wird weitreichende Konsequenzen haben. Und zuletzt kannst du Vermutungen ausdrücken. Wo ist denn Claudia? Sie wird bestimmt schon auf dem Weg zum Flughafen sein. Was meine Eltern wohl gerade machen? Sie werden sicher im Garten arbeiten oder etwas anderes am Haus basteln. Warum kommt sie heute so spät nach Hause? Sie wird viel zu tun haben. Und zum Abschluss noch das Futur 2. Das bildest du mit dem Verb werden, dem Partizip 2 und haben oder sein im Infinitiv. Damit kannst du einerseits Dinge ausdrücken, die in der Zukunft schon fertig sind. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich meine C1-Prüfung bestanden haben. Bis zum Ende des Kurses wirst du die Grammatik gut verstanden haben. Was denkst du, wird die Menschheit bis zum Ende dieses Jahrzehnts zum Mars gereist sein? Was auch möglich ist, ist das Perfekt mit einer Zeitangabe. Wenn ich meine C1-Prüfung nächstes Jahr bestanden habe, suche ich mir einen neuen Job. Kommen wir mal zu Vermutungen über die Vergangenheit. Warum war die Chefin heute so gut gelaunt? Sie wird einen neuen Kunden an Land gezogen haben. Warum war sie denn heute später im Büro? Sie wird ihr neues Projekt gestern Abend gefeiert haben. Warum ist Chris gestern nicht zur Party gekommen? Er wird schon andere Pläne gehabt haben. Achtung beim Satzbau im Nebensatz. Das konjugierte Verb, also die Form von werden, steht am Ende. Ab morgen kann er sich endlich entspannen, weil er bis dahin alles erledigt haben wird. Ich bin sicher, dass sie bis nächste Woche eine Entscheidung getroffen haben wird. Ich denke, dass wir bis heute Abend alle Details für die Reise geplant haben werden. Ja, das war doch mal eine schöne Zeitreise durch die Tempora. Keine Sorge, mit etwas Übung wirst du das alles sehr bald verstanden haben. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.